Gut, mir angehört von der de 10 Geboten, en je was het even gaan met some andere versen, met nanflechten. Dit is something wat God geven deed als een aanvang op een reis weer van uit Egypte uit. En hij gaf de 10 Geboten. En zoals hij de geven deed, dat volk dat wordt angst als God te eind deze wereld reden deed. Aber das sagt du, dass das wir something, was für uns soll zum Goden sein, das wo wir in Gott das geben dort. Und so, wenn wir die Geboten betrachten, dann, jeder ein von denen, der uns Gott, wenn wir die holen. Das ist uns zum Sehen, wenn wir die holen. In 5. Mose 4, Vers 33, du sagt es ist der. 5. Mose 4, Vers 33. Sagt es, gehorcht alles, was der Herr Gott verlangt, so dass ihr dort wat gut gehen und dass ihr lang leben können und das Land, wo ihr gehen und du wohnen wollen. So dass ihr Gott sein Ziel, dass uns das soll schein gehen, dass das Volk Israel das soll schein gehen. Und er sagt, horch mal nach alles, was ich zu sagen habe. Und dann weiß wir, von dann aus, diese Geboten kriegen, Gott hat mit seinem Plan noch nicht mal vor, dann mögen sie da all ein goldenes Kalb. Moses wird noch nicht mal 3 von einem Boy, als er diese Geboten geben hat. Sie werden da an einem Boy gewesen, hatten das 4 gesungen, hatten dat je zijn wat het rekenen deed en wat dies dat het worden deed en al dat hadden ze alle gezien. En dan weer Moses nog niet meer van boven afgekomen, dan hadden ze zich al aan het tweede gebod verzündigt. God geeft hen dat. En dat volk dat zei dat laat God te Moses reden en Moses kon aanzet komen zijn en wie worden gehorchen. Wie worden gehorchen. Wir können bloß nicht stehen, diese wird, was Gott zu uns reden wird. Und dann weit wir, dass das noch mal so ein Kart eins gewagt wird. Ich dachte eben nur und dachte an mein eigenes Leben und dachte, wo das vielmals erst mit uns Menschen, dass wir merken, ein gutes Versprechen. Und auf einer Stadt, wo uns das alle emotional wird, wo uns das alle auf den Klampen kommen, dann merken wir ein gutes Versprechen. En ik glaube, dat vreet God zich toe, want we ons een gutes Versprechen vastleggen doen. Maar dan, in de nächste dagen, de deel wat voor ons liggen en waar in een normaal leven zijn, dan vergeet we zoveelmals wat we versprechen hebben. Wat ons wordt hangen, wat we doen in dem Moment zijn kunnen, wat ons wordt op een grote zee zijn, wanneer we ons worden on something holen, wat we doen te zijn gekregen hebben. Aber sollst du der wieder gehen, dann vergeht wir das vielmals. In Johannes 10, Vers 10, da sagt es, ein Stehler kann bloß an zu stehlen, zu schlachten und eine Grund zu bringen. Das ist uns jener. Wenn wir an ein gutes Versprechen merken an uns, oder wir uns ein gutes Ziel vernehmen an uns Leben, dann weit wir, dann kommt da einer, der versucht, dort Krieg zu vernichten. Der versucht, dort Krieg zu merken, was wir haben an uns gesagt, was uns ist klar geworden, dass wir ein großer Segen sind für uns Leben. Dann sagt Jesus heran und sagte, ich sehe kommen, dort Leben zu bringen und dort die das voll abhaben. Und das wird Gott all hat Gott all dann im Plan, als das Volk Israel in Ägypten reingeführt, die sollen noch besser haben, als sie das in Ägypten haben. Da wären sie Sklaven, da wären sie fast, und sie mussten schaffen, sie können nicht schaffen, sie mussten schaffen, und whatever da alles wäre, Gott sagt, das wird ernte gehen, und er hat einen Plan, dass er will ernte rüt haben. Er will nicht, dass sie so und so dort leben. Das leid am zu schwor. Er will ernte halten. Jesus, der sagt, ein Stehler, der kämpft, um zu nicht zu bringen. Was immer wir uns für gute Plans vernehmen, was immer wir ein Ziel haben, was uns gut an Bord ist, was uns wird ein großer Segen sein, dort kämpft der Feind und will dort vernichten. Gott sagt, horch
Nur alles, was ich kann sagen, dass je dort was gut gehen, dass die wollen ein glückliches Leben haben, dann braucht das, dass wir die Guidelines horchen, was Gott an sie wird lehren. Und dann in Matthäus 4, Vers 17 bis 20, das wo Jesus dort bestätigt, dass er nicht erst gekommen hat, gesagt, wahrzunehmen. Matthäus 4, Vers 17 sagt er, denkt nicht, dass ich gekommen sie Moses sind gesagt und dort, was die Propheten gelehrt haben, zu nichts zu merken. Ich bin nicht gekommen, dort über sie zu bringen, aber zu erfüllen. Er ist gekommen, zum Erfüllen, was im Alten Bund geschrieben wird. Jesus kam, dass uns dort nur am Hort bringen, dass es in uns soll mehr Sens mehr. Oder dass es in uns wird besser schaffen können. Oder dass wir das besser verstehen können. Das sagt, dass er wird sein Yes in uns geben, dass wir können durch noch leben. Er ist gekommen, um das erfüllen. Vers 18 sagt es, verlot jünt durchab, solange aus Himmel und Erde stunden, wird nicht das kleinste Bürgstuf oder Punkt vom Gesetz gestrickt worden, bis das alle erfüllt ist. Was wir das Ziel im Gesetz, was wir das Ziel von den Geboten, was wir das, was Gott das Volk will lehren, dass wir, dass der wird ein Rader kommen. Da wird einer kommen, der wird entraden von der Gebungenheit, von Sklaverei, von Sinn. Was immer das wir Gott sein Plan wir, haben wir im Wahrheit, all im Alten Bund, wo er das Volk das will lehren, da kämpfen Rader, was frei merken. Jesus sagt, ich sehe kommen, das Leben zu bringen, und dass die das voll abhaben. Das ist, was Jesus gekommen wird. Gott hat das all im Alten Bund angefangen und er führt das durch an Jesus Christus. Vers 19 sagt es, wenn irgendwer das kleinste Gebot abhebt und der Menschen so lehrt, der wird im Himmel aus der geringsten zu Stunde kommen. Wer die Geboten aber hält und lehrt, wird groß sein im Himmelreich. Hier besonders stark an, wer die Geboten hält, der wird frei sein. Oder der wird ein Ziel in seinem Leben haben, der wird glücklich sein. Dort ist Gott sein Plan. Vers 20 sagt es, das ist eine hohe Rede, aber das ist, was Jesus sagen wird. Sagt er, willst, das sei ich ihnen. Wenn jene Gerechtigkeit nicht wird besser sein als die Schriftgelehrten und Pharisäer, was dann? Sagt er, dann wo ihr niemals in das Himmelreich hineinkommt. So, Gott hat aber einen Plan, dass wir glücklich leben. Er schickt sein Zehn, dass wir gerettet sein. Er schickt Moses, das Volk aus Ägypten rauszuholen, willst du werden sie Sklaven, du werden sie gebunden. Er schickt ein, dass die zurückleiten. Und das weiß, wie passiert alle an, das Moses mit ihm. Und hier sagt Jesus, wenn ich so Dinge wollen ändern, so haben die Pharisäer und Schriftgelehrten, das wird all verliert, dass Gott nicht mehr Sens mehr. Aber sie lebten nicht dort, wo sie in ihrer Hängen hatten. Sie hatten Gott sein Wort in der Hängen, aber sie lebten dort nicht. Und dann sagt Jesus, dort wird ihnen nicht haben. Wenn dort nicht wollen Ändernissen passieren, das ist nicht, was mein Plan ist, was Gott an sein Ziel hat. Nun werden wir uns mal nachschauen, was Gott durch das Volk reden, dass er die Gebote geben hat. In 5. Mose 4, Vers 1, muss man denken, dass hier ist dort, wo Moses dort war, holen, was Gott ihm gesagt hat, das wird in 2. Mose 20, glaube ich, erst wurde das erste Mal abgekommen von den Geboten. Und hier, wo Moses dort bloß war, holen, was dann passiert ist. Und sagte, Moses raubt alle Israeliten taub und seht an. Nu horch, die Israeliten, nur all die Gesetze und Verschriften, der ich von dir umgebe, die sollen die gut kennenlernen und die Krieg holen. Das sagt Moses hier nicht zu dem Volk. Die sollen die gut kennenlernen und dann sagt er, die Krieg holen. Das, was das braucht, damit wir glücklich sein. Das, was das braucht, damit wir frei sein. Das, was das braucht, dass wir in Jesus glücklich leben. So, wenn wir nicht sagen, oh, das ist im Alten Testament, das wird dann, nicht so anders. Jesus sagt, dass diese Dinge haben nicht geändert.
Dit blijft kraakste situatie. Er zijn dingen wat geändert haben, besonders an das Opferport, wat ze dan im Oude Bund haben. Yes, dat heeft geändert in Jesus. Hij heeft zich geopfert. Dat Opferport is anders. Aber dit is kraakste gebleven. Hij sagt, nu hoor ik, nur die Gesetzen und nur die Vorschriften, die ich von der gegeben wurde. Dann sagt er, je sollen die gut kennenlernen und die Krieg holen. Dann wollen wir glücklich sein. Zweiter Vers sagt er, der Herr uns Gott mögt ein Bund mit uns ab dem Boy. Das sind 2. Mose 9:10. Und dann sagt er, der Bund wird nicht bloß für uns, aber für uns alle, die wir von der leben. So Moses kijkt 3, en ik weet niet graag hoeveel, ik heb met de tijd niet nu gekeken, maar hij kijkt 3, dan als we bij den boy weer, dan zegt God, deze weer alle te ons, en Moses zegt, van der und geef ik jullie de ware, en waar we de goed beobachten, waar we de goed kennenlernen. Vers 4, de Herr reed door op een boy, van hem 4 uur te ons, zoals unja 4 uur. Ik stond dan tussen junt en den Herren en zei junt den Herren zijn wierd, wil je van dat 4 angst hadden en niet op den boy opgingen. En de Herr zei, dat nu vangt het aan met de geboten in vers 6. Zegt het, ik zie de Herr junt God, die junt uit Egypten uit de sklaverij gebracht heeft. So, wat had God gedaan? Hij zegt niet bloos, ik ben junt God, en nu läuft dort en keiner weet als die mal irgendwas gedaan heeft, oder als die mal irgendein Mensch wat van dem erfahren heeft. Nou, hij zegt, ik ben de God en ik ben kracht die wat junt dan vrijmerken deed. Dat is die wie ik ben. Ik heb junt teruggehouden. Ik ben die junt vrijmerken deed. Vers 7 zegt het, je derven keinen God hebben buiten mij. Je derven niet naar andere Götter kijken. Ik ben jullie God en ik ben die jullie geraad heeft, die jullie vrijgemaakt heeft. We weten dat we manchmal zo kijken dan, dat je hebt een fijne beeld van we zo kijken dan als Egypten als een zinvolle stad en dat is waar God entweder heeft. Dat we een stad waar ze vast werden, waar ze gebonden werden. En God wil gaan zijn volk zal vrij zijn. En wanneer we denken aan ons, wanneer we in zin leven, dan zijn we ook gebonden. Dan zijn we ook vast en kunnen ons niet bewegen. En God wil niet dat het zo staat zal zijn. Hij wil ons vrijmaken. Matthäus 22, vers 36 zegt het zo steht. Dat is waar mensen naar Jezus komen om dingen vragen. Woon gezegd het gebod het wichtigste is. En zegt, meester, woont is dat grootste gebod in gezet. Hier redt het gebod in gezet. Dan zeg ik, hij zegt te hem, du sollst den Herrn dienen Gott mit den ganzen Hort Gott sein, und mit deiner ganzen Seele, und mit all deinen Gedanken. Dit is dat grootste en eerste gebod. Want is het grootste gebod, vreemde mensen aan. Dan zegt hij, Gott, Gott sein. Den ganzen Hort, met de ganze Hort bloß an Gott hängen, nicht an irgendwas. Dann sagt er, mit der ganzen Seele an Gott hängen und mit alle Gedanken, mit mein Gedankenleben. Wenn uns Gedankenleben sich damit beschäftigen wird, Tag für Tag, dann wollen wir auf einmal irgendwo, sei wie in Gemeinschaft mit Gott leben dann. Aber wenn unsere Gedanken sich bloß beschäftigen mit, woran uns alles verjährt, dann kann es sein, dass unsere Versicherungen wollen schwanger sein und wir wollen die nicht so leicht bestimmen können. Dann 5. Mose 4, Vers 8 sagt es, das ist das zweite Gebot, wo Jesus auch mit anschaut und dann sagt es, ihr sollen keinen Aufgabe mehr, auch keine Form schmieden von irgendwas und don't auch von dort, was am Himmel boven ist, oder was von ab ihr, oder was von das Water an die ihr.
von all dort sollen wir nicht nehmen und dort wo handstellen und sagen, das ist something, was mir geraten hat. Oder das ist something, was ich kann anbeten. Oder das ist something, was mir muss so sehr verwirrt ist, oder mehr wird als Gott. Das sagt er, das soll nicht tun. Und dort hat nichts geändert, als von der nach Krieg so. Vers 9 sagt er, die sollen den nicht anbeten oder dein. Die sollen, ich allein sie der Heilige Gott und mit keinen anderen Taub. Ich bestraf die Führer ihre Sinn an die Kinder, aber ab Großkinder und Urgroßkinder und die wird je mich schaffen. Aber 43 Leute, die Gott bestrafen, die Führer bestrafen, für ihre Sinn, was sie getan haben. Und dann aber umgedreht. Tiender Vers das umgedreht und dann sagte, und ich blieb treuhartig mit meinem Leben für tausende Generationen für die, die mir Gott sind und nur meine Geboten leben. So, wir alle gleichen unsere Familie. Wir gleichen unsere Kinder. Und was wollen wir ihnen mitgeben? Weil wir haben, dass Gott ihn strafen soll, nach bei Großkinder und Urgroßkinder. Aber weil wir haben, dass die sollen bei tausende Generationen gesehen werden. Und das, was Gott hier versprechen hat. Er meint es ernst. Aber er sagt, in 10. Vers, die mir Gott sind und nur meine Geboten leben. Nur meine Geboten leben. Und wir lassen uns erst ein Vers, dass wir uns die Schrift Gott anchecken sollen und Gott lehren sollen, damit wir die Folgen kennen. Vers 11 sagt es, die sollen den Namen vom Herrn, jenen Gott, nicht bitte im Ehrfurcht brücken. Ein anderer wird, die sollen ihn nicht missbrauchen. Weil der Herr wird den nicht anbestraft lassen, der Gott sie nur missbrauchen nicht. Der Gott sie nur missbrauchen nicht. So, wenn wir uns den anlassen, da will leicht Gott sie nur missbrauchen. Nan wie Gott sie nun leicht auf eine Weise, dass unehrlich ist. Ich glaube, man kann es das nicht so sein, aber einer wird an, dass Menschen haben sich angewandt, den Namen zu nennen aus dem Fleetwood. Wir waren diese Werk einen Tag in Winnipeg, oder wir in Salt Creek. Und wir kickten den Rahmen, und auf einmal dann hier ich besieht, en onder tjaf of somewhere, dan hoor ik dat daar werd ik bloos zeer irriteerd. En dan einmal met deze weer, oh my God. Dat hier zich nu weer bijzonder wat passiert. En dan checkte ik de aan, oh, dan hadden ze een paar vrienden getroffen. En hier zegt het, wer Gott zijn naam misbruikt, der wordt niet ohne Strafe davon kommen. Der wordt bestraft worden. En zo, ik wens dat we kunnen opmerksam zijn, wat brukt we God zijn woord, God zijn naam. We kunnen ook zekerlijk in den zin misbruiken, dat we reden davon, dat we Christ zijn en een zin leven. Dat kan ook zijn. En dan de 12e vers, dat is het 4e gebod, zegt het, houd den Sabbat, zodat hij heilig is. So, wat heeft dit voor een bediening? Wat wil hij ons leren, wanneer hij zegt dat we den Sonntag, den Sabbat sollen heilig houden? Jezus zegt dat de deel zijn eigenlijk dus niet een dag hecht als de andere. Dan zegt hij, de Sabbat is gemerkt voor de mensen. Niet de mensen voor den Sabbat. En zo, wat wil hij ons leren? So, we zeggen dat hij heeft hier een beetje erklären, waarom dat zo staat zal zijn. Zegt het 13e vers. 6 deel zijn zum Schaffen en al je arbeid doen. En de 7e dag is de Sabbat voor den Herrn, jenen God. Dit een dag zullen we meer tijd spenden met God. Zullen we ons meer benennen laten wer God is. Een andere weet, wanneer hij zegt dat deze dag zal heilig zijn, dan heeft zich mij dat naar zo'n dat God heeft aan je dag, dat hij wordt eigenlijk maar meer gemeenschap met ons mensen te hebben. Want hij is heilig, en wij zullen heilig zijn, zegt het. En hij wil met ons gemeenschap hebben, dat het ons heiligen.
In 14. Vers sagt es, in der 7. Tag ist der Sabbat für den Herrn, jenen Gott. In den Tag soll je keine Arbeit tun. Dann nannte mehrere Dinge ab, wer nicht. Sagt es, nicht je, nicht jene Kinder, nicht jene Arbeiter, nicht jene Tschechs, nicht jene Rinder, nicht jene Esels, nicht jene Feu, nicht irgendein Fremder, was du machen könnt essen. Die sollen alle nicht schaffen. Die sollen nicht anstellen, arbeiten zu tun. Wir sitzen da, wir sollen Zeit spenden mit mir. Und dann sagt es, so dass jene Arbeiter in jene Kirche sich freuen können, so es geht. Das hat zu tun mit, dass wir nur loten und dann wieder anfangen zu schaffen. Wir können einmal relaxen, aber in das Relaxen, das nur loten, da will er haben, das soll wir mit Arm tun. Das soll wir mit Gott tun. Und wir sollen nur daran Arm getroffen werden, und dass heute uns kann Reid mehr und wahrer Versaß der auch schaffen. Dass wir können mit diesem Mut, was wir in seiner Gemeinschaft finden können mutig schaffen. Dann sagt es in Vers 15, ihr sollen dort denken holen, dass ihr in Ägypten Sklaven wären. Und dass der Herr jün Gott jün mit einer starken Hand und einem starken Arm, der nicht meid wird, rütgebracht hat. Dort ist, woran der Herr jün Gott dort von jün verlangt, dass ihr den Sabbat holen. Dann denken, wo soll wir rütgebracht werden? Wo wir gebunden? Wo soll wir losgekauft werden? Gott will haben, dass wir uns zusammen anlohnen. Vers 16 sagt es, Eltern, ihr jene Eltern, jene Vaters und jene Mütter, so aus der Herr jün Gott jün gedonen hat. So dass je lang leben können, und dat jün dort Gott gehen kann, in dat Land, wo der Herr jün Gott jün gab. Hier sagt der Wahre, da ist ein Riesen dahinter, woran Kinder der Eltern ehren soll. Er erklärt den Riesen, woran dort soll es dort sein. Sagt dort uns, dort wird schein gehen. So ein anderer wird, wenn wir nachdenken, dass wir bloß von der anderen Seite bekicken, wenn Kinder Eltern nicht ehren, nicht respekten, hast du Freudigkeit, hast du Gelotenheit, hast du Leib. Das ist alles, was dann verschwindet. Das schafft nichts. Und da werden erst, dass es das soll sein, und dann schafft das fein. Dann geht das in Einigkeit. Und dort ist Gott sein Ziel, dass uns das wird gut gehen. Vers 17 sagt es, und ich dachte natürlich noch über nur, hier sind nur 4 Dinge, wo er keine Erklärung übergeben wird, was wir nicht sollen tun. Das sagt Vers 17, du sollst nicht tot mehr. Vers 18, du sollst nicht Ehebrechen. Vers 19, du sollst nicht stehlen. Und Vers 20, du sollst nicht ein falsches Zeugnis geben von dir Nuber. Period. Du sagst dir nicht irgendeine Erklärung. Hier so bei Vers 15 16 wurde der Eltern ehren, du gibst dir noch ein bisschen einen Riesen. Dort ist, dass das Geld was sein. Aber hier so sagt er keine Riesen. Und wir können uns das alles selbst klar übertalen, wo wem was dort gemerkt, du gibst dir Trühe. Manchmal Hass. Manchmal der nächste Mord. Du rollen Dinge wieder. Wir sehen, wo euch einbrechen und wo Familien noch involviert sind, Kinder involviert sind, das gibt so viel weiter. Er sagt bloß, nicht. Sonst soll das nicht sein. Wo ein Mensch sich auf Dinge top geschafft und die gestört hat und dass somebody jetzt stellt, das war, das gibt Anordnung, das schafft nicht fein. Hier ist keine Erklärung, das darf nicht sein. Aber wenn ich ein falsches Zeugnis gebe von mir nur, ich belege den, something, das braucht ihn ein. Das braucht keine Erklärung, das braucht bloß nicht sein, weil Gott uns lehrt. Und dann aber war ein 21. Vers, ein 10. Gebot sagte, lot jünt jünen nober seine Früh nicht jankern. Das ist ein Gewässer verbunden mit der 18. Vers. Sagte, lot jünt nober sein Hus nicht jankern.
seine Stab, seine Arbeiter, seine Kekches, seine Assen, seine Esels. Irgendwas, was nur behaft, laat die dort nicht ankern. Laat die dort nicht ankern. Wenn es dort verdorft die ene lag, wobei die köstlich sind. Wenn es von ich dort war, was ich nicht habe, ich dort war, was mein Nächsten sind ist, dort macht mich unzufrieden. Dort bringt mich immer dazu, dass ich nicht glücklich sein kann, wenn ich bloß einen Janker habe, dort, was der andere hat. Das kart die Geboten. Ich kann hier noch mehr, aber ich kann sagen, der Titel ist ab, ich kann nicht wieder mit dort. Bei mir hat dort noch kart verführt, einmal im Plattdietch eben zu lesen. Das sagt, es steht, das bis kart die Geboten für sich selbst ohne Erklärung dabei sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Kein anderen Gott haben besieht mich. Du sollst dir kein Bildnis zum Anbeten machen. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch reden über deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib oder Hab und Gut. Das ist something, was Gott sein Volk lernt, dass die glücklich sein. Und das, wenn wir das uns den Namen lassen, dann braucht es auch alle, dass wir von der uns glücklich sind. Das braucht es alle, dass wir von der uns glücklich sind und wir uns da holen. Yes, Jesus hat uns viele Erklärungen gegeben, von Part von dem. Er hat vielleicht nicht all diese Gebote einzeln frisch wiederholt, aber er hat mehrere von denen wiederholt, um uns zu lernen, wie wichtig die sind, um die zu holen. Und wenn wir uns die betrachten, was die tun, wenn wir die nicht holen, das bringt uns dazu, dass wir nicht glücklich leben. Wenn wir die holen, das bringt es dazu, dass wir glücklich leben. Und das ist mein Wunsch und Gebet für uns alle, dass wir glücklich sein und dass wir mit Frieden uns den anlassen. Psalm 119 ist der längste Psalm in der Bibel. Und wenn wir den wollen betrachten, der David besonders uns den anleiten, dass wir darauf achten, was Gott uns gesagt hat, was Gott uns lehren hat, was Gott will haben. Und wo wir glücklich sein, wenn wir das tun. Wo das uns was tun, wenn wir das horchen tun oder wenn wir das nicht horchen tun. Und möchte Gott alle segnen von dir. Dankeschön.